Eine Tiny House Feriensiedlung im wunderschönen Bergischen Land bei perfektem Wetter und einer, der hier wohnt, das ist der Hendrik. Hallo Hendrik, stell dich mal kurz vor, was machst du so, wie alt bist du, wo kommst du her? Ja, mein Name ist Hendrik Lensing. Ich komme aus dem wunderschönen Örtchen Bocholt, nähe der holländischen Grenze, circa 2 Stunden von hier entfernt. Bin, um deiner Frage gerecht zu werden, 42 Jahre alt, bin von Beruf aus Tischler, Zimmerer, in erster Linie Holzbauer, und ich habe nicht nur das Glück, dieses wunderbare Ferienhaus zu bewohnen, sondern ich habe diese Häuser auch bauen dürfen und fühle mich hier am Hasenberg sehr wohl. Ja, da wollte ich gerade darauf eingehen, dass du es eben nicht nur gekauft hast, sondern du hast sie selber gebaut, zusammen mit dem Bauentwickler auch entwickelt. Warst dann aber so begeistert, dass du gesagt hast, ja, da sichere ich mir eins für mich selber. Warum? Ja, als ich damals dieses Gelände gesehen habe, es gehörte noch relativ viel Fantasie dazu, sich überhaupt vorzustellen, dass hier mal so ein Chaletdorf entstehen kann. Seinerzeit war dieses Gelände eine mehr oder weniger große Müllhalde von alten Camping- und Wohnwagen. Und man musste sich wirklich viel Fantasie dabei holen, um zu sagen, hier kann mal ein Chaletdorf in dieser Qualität entstehen. Ich habe mir damals das Grundstück angeschaut und habe gedacht, du, wenn du ein Grundstück nimmst, dann muss es dieses sein. Ich habe hier einen wunderbaren Blick, unverbaubar, über diese herrliche Wiese. Morgens, wenn ich aus dem Küchenfenster hinausschaue, sehe ich die Rehe dort stehen. Ich habe einen Hund, der kann hier prima laufen. Hier ist es einfach wunderbar. Ja, wir genießen aber diese Eindrücke, dass wirklich hier eine tolle Wiese, unverbaubar auch, weil es so, ja, sag ich mal, diesen Schräghang ist, da wird nichts anderes entstehen und du hast einen freien Blick, also man steht morgens auf, kann hier rauskommen auf die Terrasse nicht, die Terrasse ist da hinten, die sehen wir gleich noch, aber auf den Rasen. Der mal wieder gemäht werden müsste. Der genau. Steht heute dann nach dir auf dem Programm. Genau, das kommt noch. Ja, aber das ist ja wirklich schon eher unverbaubar und einfach wirklich schön und eben Teil einer Tiny House Siedlung, Ferienhaus Siedlung. Hier gibt es noch ein paar Häuser, die anders aussehen als deins, aber die hast du auch gebaut. Diese anderen Häuser haben wir auch gebaut. Grundsätzlich gibt es hier 3 Haustypen. Wir nennen diese Haustypen einmal Haus Alp. Das Haus Alp ist ein Haus, welches wir zweigeschossig bauen durften, wo also oben noch weiterer Abstell- bzw. auch Nutzraum entstanden ist. Dann gibt es das Haus Cube. Das sind die Häuser, die hier links neben mir stehen. Und dann gibt es letzten Endes die Häuser namens Haus Hang, welche weiter oben auf dem Gelände stehen. Ja, wir gehen mal so ein bisschen rum hier. Also wir können gleich auch gerne reingehen. Ja, wir gehen rein, auf jeden Fall. Also das war mal ein alter Campingplatz, der lief irgendwie nicht mehr so. Der Betreiber hat verkauft und daraus haben die Projektentwickler dann eben dieses kleine Feriendorf am Hasenberg, heißt das hier, erstellt. Und ja, wie seid ihr das Projekt angegangen? Man kann hier, ihr konntet hier im Prinzip alles hinstellen, aber man muss natürlich auch so ein bisschen auf die Begebenheiten achten. Was waren so die ersten Gedanken? Also Fakt ist, erstmal fällt dieser Platz unter die Campingplatzverordnung und dann darfst du nicht so groß bauen, wie du möchtest. Alle Häuser haben eine maximale Größe von 50 Quadratmeter, und zwar nicht 50 Quadratmeter Wohnfläche, sondern 50 Quadratmeter umbauter Raum, sage ich mal ganz einfach. Also die Außenfläche, ich sag mal, wenn ein Haus 7x7 ist, außen, dann wären wir bei 49, also können wir ganz minimal größer, aber über 50 Quadratmeter dürfen wir eben nicht. Die meisten Häuser dürfen auch nur eine maximale Höhe von 3,50 Meter aufweisen. Das Haus Alp durfte bis zu 4,50 Meter, aber letzten Endes dürfen hier auf dem Platz nur 9 Alps gebaut werden, und diese 9 Alps stehen auch letzten Endes. Und jetzt sind die anderen Haustypen dran, namens Cube und namens Hang. Ja, wir gehen mal ein bisschen rum. Hattest du schon Erfahrungen mit Tiny Häusern, als du das Projekt hier angegangen bist? Wie bist du dazu gekommen? Man muss sich ja die Frage stellen, Tiny House ist ja im Moment so ein gern genommenes Wort. Wo fängt Tiny an, wo hört Tiny auf? Manche Tiny Häuser sind ja kaum größer als ein Wohnwagen. Ich würde schon fast sagen, das sind hier für mich kleine Häuser. Ob man sie noch Tiny Häuser benennen darf, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Begriffsgrenze anfängt oder aufhört. Tiny Häuser in dem wahrsten Sinne des Wortes haben wir vorab noch nicht gebaut. Was wir wohl schon mal gebaut haben, waren kompakte, kleinere Ferienhäuser, die allerdings geringfügig größer waren als diese.
Ja, wir können es auch Chalet nennen. Es wirkt auch so ein bisschen, es könnte auch irgendwo in den Alpen stehen. Ne? So soll es auch wirken. Dankeschön. Ja, was war der Plan dahinter? Also du hast schon gesagt, also es soll so ein bisschen wie so eine Berghütte wirken. Das war die erste Idee und dann muss man ja weitergehen und überlegen, wie setze ich das um? Genau, wir haben dann gemeinsam mit dem Projektentwickler erste Zeichnungen entwickelt. Uns war wichtig, dass es eben, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen wie so ein Chaletdorf in den Alpen aussieht. Haben uns da auch von Referenzprojekten Ideen geholt und auch zum Teil, will ich mal sagen, geklaut und haben die dann hier bestmöglich eben versucht am Hasenberg umzusetzen. Und man sieht hier an der Topografie auch ganz schön, weswegen der Hasenberg heißt. Dieses Gelände ist ja schon recht hügelig. Man sieht auch hier zwischen den einzelnen Gebäuden Höhenunterschiede von bis zu 2 Metern. Und das war schon insbesondere für den Erdbauer eine Herausforderung. Wir als Bocholter sind eigentlich plattes Land gewohnt. Wenn bei uns im Grundstück 20 cm Höhendifferenz drin sitzen, dann reden wir schon davon, dass es bergig ist. Hier am Hasenberg haben wir dann mal das Bauen im Gelände wirklich kennengelernt. Ja, ich komme aus Wesel ursprünglich. Das ist in Bocholt, ganz nah an Bocholt dran. Ja, das ist der bekannt. Niederrhein. Also ja, das ist für uns schon ein Hochgebirge hier. Ne? Ja, da kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, also das heißt, die Erdarbeiten, die mussten gemacht werden. Das heißt, das war wahrscheinlich schräg hier. Ihr habt das durch diese Mauern dann ausgeglichen? Genau, das haben dann hier gemacht. Das hat dann der Erdbauer gemacht. Genau, erstmal angefüllt, dann ausgeglichen. Und da muss man ja letzten Endes dafür Sorge tragen, dass das Gelände, was oben ist, auch letzten Endes oben bleibt. Und das hat man dann mit diesen Feldsteinmauern gesichert. Wie ich finde, sieht sehr spannend aus. Ich mag diesen Charme, auch wenn es etwas schwierig zum Pflegen ist. Man darf hier nicht den Anspruch eines englischen Rasen haben. Es soll eher so die Wiese sein, wie sie eben auf der Alp auch zu sehen ist. Ja, klar, das muss man natürlich mögen, dass hier so ein bisschen auch die Gräser dazwischen kommen und so. Aber das ist halt man könnte die Gräser Natur, auch Unkraut nennen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das Unkraut nehmen soll. Das sind doch eigentlich schöne Blumen hier. Also ich mag diesen Look und es passt auch zu dem Ort. So in der Natur, also ich finde so ein komplett gepflegtes, so einen komplett gepflegten Garten fände ich hier gar nicht so von Vorteil. Fehlt noch die Zeit für. Danke. Ja. Ich würde sagen, du kannst es auch so lassen. Obwohl bei einige Nachbarn hier gärtnerisch, irgendwie, das können wir vielleicht noch mal sehen, auch richtig viel gemacht haben. Irgendwie so, das ist ja so, wie jeder so sein Hobby hat. Erzähl mal kurz, ist das auf einem ganz normalen Fundament irgendwie? Genau, aufgebaut? die Häuser sind in der sogenannten Holzrabenbauweise gefertigt. Alle Häuser haben eine Holzfassade, in Teilbereichen liegend, in Teilbereichen stehen die Hölzer und gegründet sind all diese Häuser im Prinzip auf einem herkömmlichen Fundament namens Bodenplatte. Ja. Was ist das für eine Holzverkleidung? Das ist Lärchenholz. Lärche ist ein unheimlich beständiges Holz, was optimal für die Fassade geeignet ist. Im Moment aufgrund der Ukraine-Krise relativ schwierig zu beschaffen, weil die meiste Lärche eben nun mal die sibirische Lärche ist. Und die sibirische Lärche ist im Moment sehr schwer zu bekommen. Und dementsprechend muss man gerade versuchen, die ganzen Fassaden mit der europäischen Lärche herzustellen, wobei die natürlich auch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Ja. Was macht die so geeignet hier für diesen Bau? Das ist ja für viele, die so ein Ferienhaus bauen wollen oder sich entscheiden müssen, was nutze ich da für, als Fassade. Warum dieses Holz? Also grundsätzlich gibt es ja unterschiedlichste Hölzer. Nur jedes Holz hat für gewisse Einsatzzwecke immer gewisse Voraussetzungen. Es gibt Hölzer, die sind optimal für den Treppenbau, die müssen dann hart sein. Es gibt Hölzer, die sind optimal für den konstruktiven Bereich, die müssen dann formstabil und womöglich auch preis-leistungsstark sein. Und so gibt es dann eben auch optimale Hölzer für die Fassade. Die Lärche ist eins davon und eigentlich auch das gängigste. Die Lärche ist deswegen so gut dafür geeignet, weil sie unheimlich viele Terpene enthält und die sorgen einfach von Natur aus dafür, dass die Lärche unheimlich witterungsbeständig ist. Die Lärche vergraut, kann man da an dem Haus Cube eigentlich ganz gut sehen. Da ist die Lärche nämlich naturbelassen dran. Sie sah vor 1-2 Jahren noch ganz anders aus, war da noch wesentlich heller. Vergraut jetzt so mit der Zeit. An dem Gebäude kann man schon erkennen, da ist sie schon noch weiter vergraut. Dieses Vergrauen ist wie bei uns Menschen letzten Endes auch. Wir bekommen mit der Zeit graue Haare, aber graue Haare sind ja nun mal keine kaputten Haare. Sie haben einfach nur die Farbe geändert und dieser Prozess ist dann irgendwann abgeschlossen, ohne dass das Holz kaputt geht.
Ah, okay, also das heißt, ich muss da nicht darauf achten, dass ich sage, oh, ich muss das wieder irgendwie streichen oder sowas, sondern das lasse ich so. Das lasse ich so und ich habe bewusst graue Haare und ich habe eine bewusst graue Holzfassade und eigentlich ist alles in Ordnung. Ja, okay. Hier sieht das aber ein bisschen anders aus. Irgendwie vergraut das auch noch oder hast du das? Das wird vergrauen, aber um das auf uns menschliche Haare zurückzubeziehen, hier haben wir die Haare gefärbt, beziehungsweise hier haben wir die Lärche gefärbt, war in diesem Fall einfach optisches Interesse des Projektentwicklers, dass man einfach gesagt hat, du, wir wollen die Lärche hier in diesem Farbton letzten Endes darstellen, um nicht an jedem Gebäude das Gleiche zu bauen. Auch hier hätte man sie Natur belassen können. Okay, aber einfach so, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist vom Look und so. Genau, ist sie hier eben in diesem Farbton gestrichen. Wenn wir wollen, können wir gerne mal reingehen. Ja, was habt ihr hier, aber sprich nochmal über die Türen hier und die Fenster. Was habt ihr hier verbaut? Und das sind letzten Endes Holzfenster. Kunststofffenster in einem Holzhaus, ja, geht auch, ist aber letzten Endes ein Stück weit grenzwertig. Mir als Tischler ist das sehr entgegengekommen, dass der Investor sich hier für Holzfenster entschieden hat. Und diese Fenster sind letzten Endes aus Meranti-Holz. Meranti ist ein Holz, welches eben unheimlich gut für den Fensterbau geeignet ist. Ah, okay, warum? Weil es da auch wieder relativ gute Eigenschaften hat, was die Formstabilität angeht und was letzten Endes auch da die Beständigkeit gegen Witterung angeht, weil auch das Fenster ja letzten Endes permanent der Witterung ausgesetzt ist. Ja, okay. Also das heißt wahrscheinlich, Holzfenster sind wahrscheinlich ein bisschen teurer, deshalb ist wahrscheinlich so, dass nicht alle Projektentwickler sich für sowas entscheiden. Korrekt. Holzfenster sind ungefähr 20% teurer als Kunststofffenster. Ja, aber optisch natürlich, wenn du hier jetzt irgendwie Plastikfenster drin hättest, ist natürlich bei weitem nicht so schön. Ja, der Laie sieht es auf 20 Meter Distanz nicht, weil es heutzutage auch Kunststofffenster gibt, die in Holzoptik nachgefaked werden. Aber wenn man so von innen schaut, dann erkennt man es doch. Und du liebst ja Holz. Genau, das ist ja mein Job. Ja, lass uns mal reingehen. Ja, gerne. Wie bist du denn zu dem Job überhaupt gekommen? Ich wollte als Kind schon Tischler werden und dann Echt? hat sich das einfach so ergeben. Achtung, kleiner Hund. Renko, komm mal ab. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wie heißt denn der Hund? Mein Hund heißt Renko. Renko ist 11, Renko. aber der weiß noch nicht, dass er alt ist. Komm her. Der ist auf jeden Fall noch sehr lebendig. Ja, der ist noch. Das muss man sagen. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein kleiner Münsterländer, wobei er für einen kleiner Münsterländer eigentlich etwas zu groß geraten ist. Aber ja, so ist es. Ja, herzlich willkommen. Ist Die auf jeden Häuser Fall sind sehr gastfreundlich und aufgeregt. Genau, die Häuser sind vom Grundriss alle klein und schnuckelig. Wir haben hier letzten Endes das Bad, bestehend aus Dusche, Waschtisch und WC. Ist klein und kompakt, aber wenn man nur 50 Quadratmeter zur Verfügung hat, dann muss man da eben mit wirtschaften. Ja. So, wir gehen noch mal ein bisschen zur Seite. Dann sehen wir es mal hier. Ja, hier ist die Dusche. Aber für einen super ausreichend, ne? Nicht geräumig, aber in Ordnung. Hier haben wir dann das Schlafzimmer, wo ich dann heute Nacht auch die Nacht verbringen werde. Bin jetzt gerade, wie gesagt, erst eben angereist. Muss jetzt gleich noch mal einmal das Bett beziehen und dann kann man hier perfekt schlafen. Ja. Du nutzt es eben so als Ferienhaus halt ab und zu mal, ne? Genau, ich verbringe jetzt hier gefühlt nach einem Jahr Nutzungszeit die 15. Nacht. Aber all unsere Mitarbeiter bei uns aus dem Hause sind auch regelmäßig hier. Letztes Wochenende hat unser Architekt hier mit seinem Freundeskreis verbracht. Ich sage dann immer, ihr dürft diese Häuser kostenfrei nutzen. Tut mir nur einen Gefallen, pflegt sie, als wäre es euer eigenes und haltet sie sauber. Ja, das hast du gerade schon erzählt. Also wer bei dir arbeitet, der kann dieses Haus irgendwie eine Woche im Jahr nutzen? Oder? Genau, wir haben ziemlich genau 50 Mitarbeiter, das Jahr ziemlich genau 50 Wochen und dementsprechend darf jeder Mitarbeiter dieses Haus eine Woche im Jahr kostenfrei nutzen. Das ist natürlich ein tolles Benefit, ne? Man muss sich aber heutzutage was einfallen lassen, Ich wollte gerade sagen, Fachkräfte sind für euch wahrscheinlich auch schwer zu finden. Fachkräfte sind Mangel und dann kann man besser ein bisschen mehr Fokus darauf legen, diese zu halten, als ständig neue zu gewinnen. Spielt das für die Mitarbeiter wirklich eine Rolle, solche Benefits? Macht das was mit dem... Das ist mit Sicherheit nicht die eine Woche, wo die dann nach Vieren fahren dürfen, sondern das ist eine Vielzahl an Benefits, sage ich mal ganz einfach, beginnend über
Jobrad oder Businessbike beziehungsweise zusätzliche Krankenversicherung, zusätzlichen Prämien und dann letzten Endes auch solche Möglichkeiten wie hier mal mit der Familie in einem selbstgebauten Haus, wo der Vater dann vielleicht auch sagt, du, das habe ich auch mitgebaut, den Urlaub verbringen zu dürfen. Ja. Ja, aber das stärkt sicherlich auch so ein bisschen den Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft und die Verbundenheit zum Unternehmen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das passt, das ist prima, richtig erkannt und deswegen machen wir es auch so. Und du hast Wert gelegt darauf, dass das wirklich auch alles schön hell ist, ne? Gut, die Häuser sind von außen und somit auch von innen, von der Fensteraufteilung alle baugleich. Wenn man jetzt noch anfangen würde und würde sagen, du, wir bauen Chaletdorf, in dem Chaletdorf entstehen 70 Häuser auf 3 Bautypen verteilt, macht, ich sag mal, 23 Häuser von jedem Bautyp. Und wenn ich dann noch wieder hingehe und sage, der eine möchte es so, der andere möchte es anders, dann bricht die Wirtschaftlichkeit total zusammen. Man muss ja im Prinzip, wenn man so ein Haus baut, ich sag mal, einmal planen und dann mehrfach bauen. Nur so lässt es sich wirtschaftlich darstellen. Wenn ich jetzt noch anfange, jedes Mal individuell nach Bauherrenwunsch die Fenster neu aufzuteilen, die Fensterfarben anzupassen und die Drehrichtungen der Fenster zu ändern, beziehungsweise auch die Räume zu verschieben, dann ist es irgendwann nicht mehr bezahlbar. Nee, klar. Aber ihr habt ja dafür gesorgt, dass viel Licht reinkommt. So, ne? Wir haben hier auch, sage ich mal, so eine Südwestlage. Genau, optimale Ausrichtung. Wir haben noch da durch die Fenster oben, auch die Höhe, hast du ein ganz anderes Raumgefühl. Ne? Genau. Einfach hier im Koch-Ess-Wohnbereich ist es großzügig bis nach oben hin offen gehalten. In den Schlafräumen, Bädern und Abstellräumen ist es eben durch die Decke abgegrenzt und oben auf der Decke ist dann eine zusätzliche Schlafempore. Wir können gerne mal bis nach oben gehen, gehen wir mal hoch. Und dann sehen wir auch, wie es oben aussieht. Oben haben wir dann 2 weitere Schlafplätze. Man könnte noch 2 Plätze dabei schaffen, wo dann eben noch mal einmal genächtigt werden kann. So, ihr habt jetzt einfach hier ein paar Matratzen hingelegt. Genau, der Tischler hat einen Holzrahmen gebaut und fertig ist. Ja, du hast hier Platz. Du könntest im Prinzip locker mal 4 Leute hier können hier bequem eigentlich übernachten. So, Ich bin jetzt mal gespannt, wie es im ersten Sommer ist von den Temperaturen hier oben. Wird es wahrscheinlich warm sein, aber das lässt sich wahrscheinlich auch mit der besten Dämmung nicht verhindern. Das lässt sich mit der besten Dämmung nicht verhindern. Genau. Warme Luft steigt nun mal nach oben. Wie ist das Haus hier generell gedämmt? Was habt ihr benutzt? Die Häuser sind alle, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Holzrahmenbauweise errichtet. Wir haben hier eine 14 cm starke Dämmung im Gefach. Diese gleiche Dämmung haben wir dann letzten Endes auch in der Dachkonstruktion. Ist in diesem Fall eine klassische Mineralwolle. Ja, was spricht dafür? Wir mussten ja so ein bisschen den Spagat schaffen, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir durften innen drin ja nicht so groß bauen, wie wir wollten, sondern wir mussten ja eben gucken, dass unsere Umfassungsfläche außen nicht größer als 50 Quadratmeter ist. Und somit mussten wir dann im Prinzip einen möglichst schlanken Wandaufbau wählen, um innen drin das Maximum an Fläche zu erzeugen. Und dann haben wir eben einen Dämmstoff gewählt, der eben einen möglichst bestmöglichen U-Wert hat. So heißt dieser Begriff, um die Dämmfähigkeit eines Materials zu beschreiben. Und da ist die Mineralwolle mit der Steinwolle zusammen ganz weit vorne. Ja, also der Vorteil, du kannst eine relativ schlanke Wand bauen und es ist trotzdem gut gedämmt. Hast du eine gute Dämmung trotzdem. Genau. Ja, okay. Das sind ja auch, glaube ich, KfW 40 Häuser? Das glaubst du falsch. Nee. Dann müssten die Häuser mindestens doppelt so stark gedämmt sein. Wir erfüllen die Energieeinsparverordnung und auch diese Energieeinsparverordnung müssten wir auf dem Campingplatz noch nicht mal erfüllen, aber von KfW 40 sind wir sehr, sehr, sehr weit entfernt. Nur wollten wir KfW 40 bauen, wären die Häuser, ich sag mal, pro Haus 50.000 Euro teurer, Punkt 1. Punkt 2, die Wände wären doppelt so dick und somit hätten wir auch weniger Wohnfläche im Inneren. Ah ja, okay, alles klar. Dann haben wir irgendwo im Vorgespräch, sagte irgendwie einer was, dann habe ich das falsch verstanden. Vielleicht hat er noch ein anderes Ferienhaus. Hier ist definitiv kein KfW 40, ist sehr, sehr weit entfernt. KfW 40 Häuser haben an die 28 cm Dämmung in der Außenwand. Die haben wir hier letzten Endes nicht, sondern wir haben hier nur 14 cm, sind damit sauber gedämmt. Aber auch nicht mehr. Hätten wir jetzt ein KfW 40 Haus, dann hätten wir hier in dem Fenster auch nicht eine 2-Scheiben-Verglasung, sondern eine 3-Scheiben-Verglasung. Also da fehlt uns noch einiges zum KfW 40 Haus.
Okay, ja, wir sehen hier eine Zweischeibenverglasung. Okay, aber Für Ferienhaus top, aber von KfW 40 weit entfernt. Ja, genau. Also letzten Endes ist es ja hier auch eine Ferienhauswohnung. Also hier niemand wohnt hier sozusagen, zumindest nicht offiziell mit dem ersten Wohnsitz. Das ist wirklich für Ferien. Wobei die Häuser mit den 14 cm Dämmung auch besser gedämmt sind als ein, ich sag mal, im Jahre 95 errichtetes Wohnhaus. Also die sind schon recht weit vorne, aber vom KfW 40 auch noch weit entfernt. Ja, okay. Aber du hast, sage ich mal, jetzt auch im Winter jetzt keine massiven Heizkosten hier. Nein, alles gut. Du hast ja mit der Wärmepumpe bist genau, relativ effizient. Ich habe eine Wärmepumpe, ich habe eine Fußbodenheizung und ich habe eine unheimlich kompakte Gebäudehülle. Was macht der Mensch, wenn ihm kalt ist? Er macht sich kompakt und diese Gebäudehülle ist auch unheimlich kompakt. Die Heizkosten, ich will nicht sagen gegen null, aber verschwindend gering. Okay. Und das ist auch so eine ganz herkömmliche Fußbodenheizung, wie man sie in einem normalen Haus auch hat? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Die Häuser stehen auf einer ganz normalen herkömmlichen Bodenplatte. Diese normale herkömmliche Bodenplatte wurde dann oberseitig bituminös abgeklebt. Darauf kam dann die Dämmung, darauf kam die Fußbodenheizung, darauf der Estrich und dann in meinem Haus in diesem Fall darauf die Fliesen. Ja, und eine schöne Küchenecke. Also genau, wir haben ja so eine kleine Wohnküche, sage ich mal ganz einfach. Man muss ja mal gucken, habe ich gerade schon im WC gesagt, wir mussten mit dem Platz haushalten und es ist nicht Platz für alles da, aber ich glaube, wir haben es bestmöglich gemacht. Hier kann man schön lecker kochen und draußen im Garten grillen. Wir können perfekt zu viert sitzen und alles ist gut. Also man muss sagen, eigentlich ist das Haus für 4 Leute ausgelegt. Wenn man mal zu 6 da ist, auch alles gut. Alles drüber hinaus wird eng. Ja, aber für eine Ferienküche hier, also da kann man alles machen. Hier kann man seinen Urlaub auf jeden Fall verbringen. Das ist schon ausreichend, auch vom Platz. Hast hier keine enge Gefühle, glaube ich, selbst wenn du mit 4 Leuten hier bist? Nö, wir waren, wo wir damals mit der Küchenplanung dran waren, haben wir gemacht, wie machen wir es? Und dann ist uns irgendwie dieser Meter hier noch so ein bisschen als Raumteiler zwischen Wohnen und Küche in den Sinn gekommen. Und somit hast du nochmal ein Stück mehr Arbeitsfläche. Und ich finde es so sehr gelungen. Und als wir es fertig entwickelt haben, haben dann viele Nachbarn auch gesagt, du, so sieht eine Küche aus. Und dann haben wir sie auch am Tagesende mehrfach gebaut. Alles klar. Also die Küche habt ihr auch selber hier eingebaut und aufgebaut? Und auch hergestellt, ja. Ich habe sowohl selber fertig. Ja, habe ich ja gerade schon eingehend gesagt, ich habe einen Holzbaubetrieb, bestehend aus einer Tischlerei und einer Zimmerei. Unsere Tischlerei kann auch Küchen bauen und unsere Zimmerei baut dann eben die Häuser. Warum macht dir die Arbeit mit dem Holz so Spaß? Ja, ich glaube, das ist mein Großvater ein Schuld, der mich als Kind schon immer an Werkzeug und an Holz rangeführt hat. War seines Zeichens selbst Modellbauer. Und Holz ist ein schöner, natürlicher, warmer Werkstoff. Und da bin ich dann irgendwie bei hängen geblieben. Ja. Dann gehen wir mal raus hier. Ja, können wir gerne auch eine schöne Terrasse mal raus. Terrasse. Das ist natürlich an so einem warmen Tag. Wir haben jetzt so ungefähr 30 Grad. Genau. Da ist es natürlich. Innen drin haben wir, ich weiß nicht, ob wir schon gefilmt haben, 29,6. Deswegen dürfen wir auch etwas schwitzen. Ja. Ja gut, das lässt sich nicht mit der besten Dämmung nicht ganz vermeiden, dass es dann irgendwann warm wird. Aber wenn du hier die Tür aufmachen würdest, wir hatten jetzt alle Türen zu. Hier draußen merkt man es gleich, kommt so eine warme, kühle Brise. Da ist es schon viel angenehmer, ne? Ja, wir haben doch jetzt alle lange genug gemeckert, dass der Sommer kommen mag. Jetzt ist er gerade da und jetzt fangen wir an zu meckern, dass es zu warm ist. Nee, genau, da sollten wir auch nicht meckern. Weil hier bist du im Schatten auch, kannst trotzdem schön rausgucken noch. Ja, gleich. Ich habe das Bier schon in den Kühlschrank gestellt. Gleich gibt es erstmal Feierabendbier. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, wenn du möchtest, herzlich eingeladen. Ich habe nicht nur eine Flasche kalt gestellt. Genau, wir drehen jetzt noch kurz zu Ende und dann können wir hier ein Bierchen trinken. Ja, das ist so eine Ecke, wo deine Mitarbeiter dann auch schön sitzen hier. Genau, da hinten die Wand will ich auf Dauer noch zumachen, damit man etwas windgeschützter sitzt und dass man abends vielleicht auch etwas länger sitzen bleiben kann. Da kommt dann eine Glasscheibe hinein, damit wir noch so ein bisschen Tageslicht bekommen. Und nach hinten soll es aber zugehen, ja. Ja. Jetzt wird es viele Leute geben, die sagen, so ein Haus hätte ich auch gerne. Es gibt viele Angebote von Fertighäusern bis Modulbauweise bis zu Häusern, die hier so vor Ort dann zusammengebaut werden. Ja. Wie findet man sich in so einem Angebot zurecht? Wie findet man was qualitativ gut ist, was preislich vielleicht auch okay ist? Hast du Tipps? Also grundsätzlich muss man ja erst mal die Entscheidung treffen, entscheide ich mich im ersten Step für ein Haus oder entscheide ich mich im ersten Step
für eine Lage. Heißt, wenn ich unbedingt, ich sag mal, an die Nordsee will oder an die Ostsee oder ins Sauerland oder wo auch immer, dann ist dieser Park ja schon im Prinzip der falsche. So, ich kann die Sachen natürlich auch anders angehen und sagen, du, ich entscheide mich gar nicht im ersten Schritt für die Lage, sondern ich entscheide mich im ersten Schritt fürs Haus und dann gucke ich, wo dieses Haus gebaut wird. Bei mir war es jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Projekt kennengelernt, ich habe dieses Projekt lieben gelernt und habe dann gesagt, du, da baust du einige Häuser und eins ist deins. Ja. Gibt es denn irgendwie eine Bauweise, die du empfiehlst oder irgendwas, wo du sagst, so, das wäre jetzt nicht meins, würde ich jetzt persönlich nicht kaufen? Ich bin jetzt von Haus aus Holzbauer, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Für mich gehören Häuser aus Holz gebaut. Diejenigen, die vom Beruf aus Maurer sind, werden natürlich genau das Gegenteil behaupten. Und auch die Kollegen haben recht. Das muss jeder letzten Endes für sich selbst entscheiden. Beide Werkstoffe haben Vorteile, beide Werkstoffe haben Nachteile und beide Werkstoffe haben ihre Daseinsberechtigung. Ja. Und wenn ich jetzt so ein Holzhaus habe, gibt es da auch so Qualitätsunterschiede, auf die ich achten müsste? Also im Prinzip hatten wir ja gerade auch schon mal eingehend, wenn wir jetzt in den Wohnhausbereich wechseln, mal weg vom Ferienhaus, dann muss ich natürlich gucken, wo will ich energetisch hin. Baue ich tatsächlich diesen Energieeffizienzausstandard 55 oder 40? Was habe ich vor? Wie groß soll mein Haus sein? Welche Architektur will ich mit meinem Haus verfolgen? Und da gibt es dann sowohl qualitative als auch sehr, sehr große Preisunterschiede im Hausbau selbst. Aber die gibt es auch wiederum beim Steinhaus genauso wie beim Holzhausbau. Und man kann nicht sagen, dass grundsätzlich die eine Bauweise immer deutlich günstiger ist und die andere immer deutlich teurer. Ja. Wie baut ihr das hier zusammen? Wie wurden die Häuser angeliefert? Also wird das dann die Häuser sind im Prinzip in einer Holzrahmenbauweise gefertigt. Holzrahmenbau heißt, wir haben im Prinzip einzelne Wandteile. Bei diesem Haus hatten wir dann 6 Außenwände, jeweils eine dort, eine dort, eine dort, eine dort, sind dann 4 im Erdgeschoss und dann die Giebelspitzen oben noch drauf. Die Giebelspitzen muss man dann letzten Endes hier vor Ort setzen, weil hätte ich sie sofort mitmontiert, würde ich mit diesem Haus an der ersten Brücke hängen bleiben. Brücken sind in Deutschland im Regelfall bis zu 4 Meter hoch. Heißt, ein LKW darf auch bis zu 4 Meter hoch sein und dementsprechend muss man immer darauf aufpassen, dass man die Legosteine, die man produziert, nicht höher als 4 Meter produziert. Und dann werden diese Bauteile eben auf der Baustelle zusammengepuzzelt. Der Rohbau steht dann im Regelfall in einem Tag. Mit welcher Lebensdauer kann ich denn da rechnen? Wie lange ist so ein Haus? Grundsätzlich ist es bei Häusern so wie bei allen Sachen, ich muss meine Sachen eben pflegen. Und wenn ich mein Haus pflege, überlebt das meine und auch die nächste Generation und auch die danach folgende Generation. Auch dieses Haus? Auch dieses Haus. Und wenn ich es nicht pflege, kann ich es bis meinem Lebtagsende schon kaputt gewohnt haben. Alles bedarf seiner Pflege. Das gilt für Holzhäuser, das gilt für Steinhäuser. Da ist häufig bei den Holzhäusern immer so die Frage, du, wie lange hält ein Holzhaus und hält das genauso lange wie ein Steinhaus? Ich sage dann immer, du, die ältesten Häuser, die in Deutschland stehen, sind Fachwerkhäuser und Fachwerkhäuser, da besteht die tragende Konstruktion ja auch letzten Endes aus Holz. Wenn ich jetzt so ein Haus hier habe, wie muss ich das pflegen, damit das möglichst lange hält? Die Fassade, hat man ja gerade schon eingehend, ist aus Lärchenholz. Lärche ist von Natur aus witterungsresistent. Ich muss mich natürlich darum kümmern, dass ich mal hin und wieder meine Dachziegel kontrolliere, dass ich mal hin und wieder meine Regenrinnen reinige, dass ich mein Haus, und das ist ein gutes Stichwort, auch mal hin und wieder vom Unkraut befreie, dass ich meine Heizung warte und auch hin und wieder mal nach den Fenstern schaue. Okay. Aber die Holzfassade an sich, die ist jetzt nicht so wartungsintensiv, dass man sagt, irgendwie da muss ich habe gleiche Holzfassade auch an meinem Privatwohnhaus sitzen. Die sitzt dort seit 94, sitzt noch wie am ersten Tag. 94 ist jetzt genau auf dem Kopf 30 Jahre her und da wird die nächsten 30 Jahre noch nichts dran passieren. Ja, klasse. Obendrauf habt ihr auch sehr viel Photovoltaik. Bringt das was wirklich? Ja und nein. Ich fand es hier auf dem Campingplatz einer Wochenendhaussiedlung etwas verkehrt, war aber letzten Endes Auflage des Bauamtes. Ich bin letzten Endes, wenn überhaupt, nur am Wochenende hier für den Eigennutzen, in diesem Fall relativ uninteressant, aber natürlich erzeugt sie Strom und das, was wir nicht selbst verbrauchen, wird eingespeist. Ja, okay, genau. Und das kriegst du ja auch vergütet? Mit sage und schreibe 7 oder 8 Cent, ja. Okay. Pro Kilowattstunde. Aber in dem Fall hat das Bauamt gesagt, die Häuser müssen das haben. Genau. Unabhängig von Himmelsrichtung und Sinn oder Unsinn mussten die Dachflächen mit einer Photovoltaikanlage beziehungsweise hier alternativ mit einem grünen Dach belegt werden.
Ja, hier sehen wir es mal. Also das ist der andere Bautyp. Da sind so, ja, sagt man, Sukkulenten verpflanzt. Ja, das sind so Pflanzen, die kommen mit sehr wenig Wasser aus. Sind für die Dachbegrünung sehr gut geeignet. Genau. Sie sehen auch schön aus. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt einfach irgendwie eine graue Plane oder eine Dachpappe da drauf, also da ist das doch viel schöner, ne? Und der Vorteil ist, glaube ich, auch noch, sie sorgen auch für Kühlung. Genau, weil obendrauf das Substrat im Sommer auch Wasser speichert und dieses Wasser erst verdampfen muss, bevor die Hitze dann das Haus letzten Endes angreift. Ja. Bis zu 6 Grad kann das ausmachen im Innenraum dann? Ja und nein, letzten Endes ist die Innenraumtemperatur ja nicht nur davon abhängig, wie gut mein Gründach dämmt. Diese Häuser haben jetzt, sehen wir ja gleich an dem Musterhaus, eine unheimlich große Fensterfront Richtung Südwesten. Und wenn ich die natürlich nicht ausreichend beschatte, dann nutzt mir mein Gründach obendrauf letzten Endes gefühlt im Innenraum rein gar nichts. Okay, also man muss noch ein paar zusätzliche Maßnahmen treffen. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Das ist hier eine Feriensiedlung. Das ist aber jetzt keine Feriensiedlung, sage ich mal, wo vermietet wird, ja, wo sage ich mal, irgendjemand sein Airbnb macht, um damit Geld zu verdienen, sondern das ist alles privat genutzt. Privat genutzt. Genau, so soll es sein. Und das macht auch nachher eine gute Nachbarschaft aus, wenn man jedes Wochenende einen anderen Kegelclub zu Gast, zu Besuch hat. Dann wird es für diejenigen, die es selbst nutzen wollen, doch sehr unruhig. Das stimmt. Aber ich dürfte es Langzeit vermieten, sage ich mal, wenn ich mir so ein Haus mal anschaffe, auch vielleicht im Alter und kann dann irgendwann nicht mehr dahin aus irgendwelchen Gründen oder sowas, dann wäre es möglich. Also dann, ja. Nach meinem Wissen ist das so. Nach meinem Wissen ist mein Alter Gott sei Dank auch noch weit entfernt. Und wenn ich mal irgendwann das Alter hätte und diese Immobilie nicht mehr selbst nutzen könnte, dann würde ich sie verkaufen wollen und nicht noch vermieten wollen. Ja, das kannst du aber auch, weil der Untergrund gehört dir. Also es ist jetzt nicht so mein wie Grundstück, in vielen mein Haus. anderen Ferienparks, dass man das Grundstück eigentlich pachtet und dann nur das Haus kauft. Ne? Nee, wir haben das Grundstück gekauft und wir haben das Haus gekauft. War dir das wichtig, dass du das nicht irgendwie pachtest oder hättest du auch gepachtet? Ich hätte auch gepachtet in diesem Fall. Wobei das für mein eigenes Wohnhaus, wo mein Hauptwohnsitz ist, für mich nicht in Frage käme. Aber für eine Ferienaussiedlung wäre für mich Pachten auch in Ordnung gewesen. So Eigentümer zu sein, ist aber auch ein schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und du hast also ein bisschen höheren Kaufpreis wahrscheinlich. Du hast dann aber auch weniger laufende Kosten. Ne? Genau, du zahlst eben keine Erbpacht fürs Gelände. Ja. Man muss, glaube ich, so mit gut 300.000 Euro für so ein großes Haus hier rechnen. Also jetzt in dem Fall nicht alleine für das Haus, sondern auch fürs Grundstück. Für Haus und Grundstück, ja, grobe Richtung 300.000 Euro waren es wohl. Was wäre nur das Haus wert? Dass wir so mal so einen Vergleich haben im Vergleich zu anderen kleinen Häuschen? Habe ich mir in diesem Fall nicht ausgerechnet. Kann Ihnen vielleicht gleich der Harry was zu sagen. Ja, okay, dann fragen wir gleich nochmal einen von der Entwicklerfirma hier. Aber gut, 300.000 Euro, das hört sich jetzt erstmal viel an, weil viele kaufen für 300.000 Euro, ja, sag ich mal, ihr Wohnhaus. Ne? Aber es steckt auch viel Arbeit drin, allein um diesen Campingplatz so richtig zu entschließen, um hier diese Ungleichheiten im Boden auszugleichen und so. Das war richtig viel Arbeit und das steckt ja in so einem Kaufpreis dann auch drin. Ne? Letzten Endes muss man sowieso sagen, Bauen ist die letzten 2-3 Jahre extrem teuer geworden. Kleinere Häuser sind immer eher pro Quadratmeter gesehen etwas teurer als große Häuser. Und der Investor, der dieses Projekt hier entwickelt hat, man sieht es da oben, hat Wert darauf gelegt, hochwertig zu entwickeln. Und diese Hochwertigkeit schlägt sich dann natürlich auch ein Stück weit im Preis nieder. Ja. Aber es ist Geld wert. Was macht diese Häuser hochwertig? Hochwertig ist einmal die ökologische Holzrahmenbauweise. Wenn man dann gerade, wir haben es ja gesehen, die Fliesen gesehen hat, wir haben Holzfenster, wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Investor hat sich hier echt an vielen Stellen ganz viel überlegt und auch ganz viel richtig gemacht und gut umgesetzt. Ja, dann gucken wir uns mal an, ob du auch dieses Haus hier, das hast du auch erbaut, ob du das auch schön umgesetzt hast. Ich gehe aber jetzt das erste Mal hinein. Ich war noch nicht drin. Du warst noch nicht drin, also deine Leute haben es aufgestellt und... Ja, im Rohbau war ich schon mal drin, aber im fertigen Zustand dann doch noch nicht. Ja komm, also hier ist erstmal die Terrasse und dann geht es hier in den Haupteingang rein. Nee, der Eingang ist eigentlich auf der rückliegenden Seite. Wir stehen auf der Terrasse. In diesem Fall eine riesengroße Fensterfront Richtung Aber seien wir doch mal Südwesten. ehrlich, das ist, wenn man hier die Ferien verbringt, dann ist das hier der Haupteingang. Ja, Holländer haben den Haupteingang ins Ferienhaus sowieso immer vorne.
Genau. Ja, da kommt ganz viel Licht, da kommt ganz viel Luft rein. Also das ist jetzt ein Musterhaus, gehört jetzt keinem, deshalb ist es so ein bisschen mustermäßig eingerichtet. Und jetzt steht auch jemand hinter mir hier, der Harald Daunheimer. Ja. Du arbeitest für Kreativ. Die Freizeit und Wohnen, genau. Wir haben hier das Projekt umgesetzt. Und Kreativ, Freizeit und Wohnen heißt die Firma. Ne? Ihr seid ein Immobilienentwickler, Projektentwickler, die sowohl altengerechte Wohnungen bauen, als auch Ferienwohnungen und diverse andere Projekte. Genau. Und wir haben hier den Hasenberg entwickelt und stehen in einem wunderschönen Haus Cube. Das sehr puristisch eigentlich, aber sehr offen und naturnah durch diese großen Fensterflächen hier steht für uns. Ja, komm, wir gehen mal rein. Ihr kommt alle mit uns. So. Ja, also das wäre jetzt so der klassische Wohnbereich. Ja. Wir haben hier hinten, das habt ihr jetzt im Musterhaus nicht eingebaut, aber da wäre jetzt in der Küche. Du stehst jetzt in der Küche, wir stellen uns mal eine Küche vor. Und da ist dann wahrscheinlich das Kinder- oder Elternschlafzimmer. Das Badezimmer ist groß. Ah, okay. Recht geräumiges Badezimmer, oder nicht recht geräumig, sehr geräumig. Reingehen. Oh, wow. Das ist noch ein Ticken größer als bei dir, ne? Das ist doppelt so groß, würde ich sagen. Deutlich größer. Ja. Das ist ein richtiges Luxusbad. Harald, geh mal vor, stell dich mal hin, dass man so ein bisschen so einen Eindruck kriegt von den Räumlichkeiten. Du bist ein großer Mann, bestimmt 1,90. Ja. 1,92, war aber schon mal größer. Wenn du vor der Dusche stehst, vor der Dusche, also... Ist jetzt nicht für mich geeignet, so stehe ich hier ständig. Nee, du könntest sie umstellen, aber wenn man hier die Duschwanne bauen würde, also man hätte riesig viel Platz. Da hinten ist sogar noch die Toilette versteckt. Wir haben sogar einen Kunden, der hat sich hier eine Sauna eingebaut, eine ausziehbare, und das Waschbecken auf die andere Seite gelegt und kann dann hier in eine Zwei-Mann-Sauna rein, duschen, waschen, Toilette, alles in einem. In einem Haus wurde auch eine freistehende Badewanne realisiert. Eine Ausziehsauna, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Super. Kannte ich bis gerade auch nicht. Die kann man bis auf 50 cm zusammenschieben und dann auseinanderziehen bei Bedarf für 2 Personen. Super praktisch für dieses wunderschöne Bad. Da haben wir so ein richtig kleines Wellnessbad hier. Absolut, ja. Das heißt, ihr habt natürlich, sage ich mal, so einen Katalog, ihr habt Standards wahrscheinlich, wie das Haus sozusagen kommt vom Grundpreis her. Ja, wir haben Standards, das ist ein gehobener Standard, das sehen wir hier. Und das wäre jetzt so, das Haus würde jetzt so in dem Standard kommen jetzt mit der Dusche, wie sie hier ist. Wie sie hier ist, genau. Und kommt wahrscheinlich noch eine Duschwanne drumherum. Eine Duschwand hin. Ja, das haben wir uns in diesem Raum so vorgestellt, dass das eine freistehende Glasscheibe sein kann. Aber da sind die Wünsche halt so unterschiedlich. Und da wir noch nicht wissen, wer das Haus am Ende kaufen wird, das ist ja zu haben, haben wir das einfach weggelassen, damit wir da individuell auf den Kunden eingehen können. Ah, okay. Also und Sonderwünsche, wenn man hier sich eine Sauna einbauen will, das geht dann bei euch auch? Bis zu einem gewissen Baustand ja. Jetzt wird es natürlich komplizierter, wäre auch möglich, aber wir versuchen schon. Und man muss es natürlich dann auch bezahlen können. So, was haben wir denn hier jetzt? Hier ist im Prinzip die Technikzentrale. Die Technikzentrale. Bestehend aus einer Luftwärmepumpe und allem, was dazugehört. Da hätte ich jetzt aber hier noch Möglichkeiten, irgendwie Regale unterzubringen oder ein Schränkchen oder irgendwas. Waschmaschine und Trockner kann auch dahin, die Anschlüsse sind vorgesehen. Das passt da alles rein. Ja, das brauche ich natürlich auch, wenn ich mal im Sommer hier 2 Wochen verbringen will oder sowas. Dann, ich sag mal, in Overath findet man auch nicht so gut einen Waschsalon. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich schätze gar nicht. Nee, genau. Müsste man mal bis nach Köln fahren, um die Wäsche zu waschen. Das wäre ja uncool. Ne? Zumindest nicht nachhaltig. So. Sind die Häuser so, richten die sich an unterschiedliche Käufergruppen? Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Haus, was für 2 ist, ne? Ja, also wir haben ja, wenn man links sieht, noch 3 weitere in dieser Bauart. Da wohnt tatsächlich oder nutzt jemand alleine das Gebäude und die anderen sind halt zu zweit. Das sind Pärchen, die haben entweder keine Kinder oder die Kinder groß und dafür ist das optimal, ja. Also machen wir da vorne die Tür zu, dann gehen wir mal hier in ein Schlafzimmer rein. So. Ja, hier müsste ich noch gucken, dass ich irgendwie so ein Schränkchen unterbringe an der Seite. Das ist jetzt noch nicht drin. Das brauche ich noch definitiv. Da kann man sich aber irgendwie aushelfen, wie haben die anderen das so eingerichtet, weil man braucht ja hier dann doch schon noch ein bisschen, ich habe jetzt hier nicht mehr mega viel Platz, also wenn ich hier meine Klamotten unterbringe. Es gibt ganz schöne Möglichkeiten, einfach Schubladen unter das Bett zu setzen,
wo man dann unter dem Bett eine große geräumige Schublade hat, 2 nach rechts, 2 nach links, 2 nach hinten und da passt fast genauso viel rein wie in den Kleiderschrank. Und letzten Endes nochmal, uns stand nur eine gewisse Grundfläche zur Verfügung, nämlich nochmals 50 Quadratmeter und die muss man dann eben bestmöglich nutzen und da muss man dann eben an der einen oder anderen Stelle Kompromisse eingehen. Ja, und das sind ja aber auch die Sachen, die so ein kleines Haus ausmachen, dass man dann eben Ideen haben muss. Das heißt, ich würde dann hier das Bett ist dann ein etwas bisschen höher setzen. Genau, und habe dann hier unten drunter eine große Schublade auf Rollen, die ich rausziehe und habe dann darunter 6 Schubladen und damit ausreichend Platz eigentlich für alles. Ja, und dann verbaue ich mir nicht den Raum, das ist eigentlich schon eine gute Sache. Ja, und hier kann man so, ich setze mich mal nicht, dass ich übers Bett stolper, aber man kann hier so ein bisschen so noch im Bett chillen morgens. Man hat einen Blick auf die Wiese, auf den Wald. Und da sind Wildschweine und alles. Wildschweine habe ich noch nicht gesehen, Rehe jede Menge. Ich weiß nicht, hast du schon Wildschweine gesehen? Ja, Wildschweine, an den Spuren zumindest. Ja, solange sie nicht im Garten alles aufwühlen, ist ja cool. Bis hierhin sind wir noch nicht gewesen. Hasen gibt es ja auch reichlich. Deswegen heißt der Hasenberg auch Hasenberg. Ja. So. Ja, und da haben wir dann noch ein bisschen grüne Wiese. Da geht es dann weiter mit der Brauerei. Ja. Das heißt, das ganze Projekt ist hier für euch auch noch nicht abgeschlossen, sondern hier werden noch ein paar Häuser gebaut. So der Plan, ja. Das werden 76 Häuser sein, die hier stehen. Ja, 76 Häuser, okay. Ja. Da fangt ihr dann mit der Entwicklung und mit dem Bau erst an, wenn die dann verkauft sind. Genau, wir gehen zumindest nach Bauabschnitten vor. Ja. Wir haben ja den ersten Bauabschnitt, da stehen wir gerade drin, der ist komplett fertiggestellt. Die Infrastruktur steht, die Außenflächen sind angelegt und jetzt machen wir in dem nächsten Bauabschnitt weiter. Da stehen schon die ersten Häuser und so arbeiten wir uns über das ganze Gelände durch, immer in Schritten und hintereinander weg. Ja. Die Häuser hier hinten jetzt hier, das sind auch welche, die verkauft sind. Die sind so wie das Haus, wo wir jetzt gerade drin waren, ne? Ja. Da ist aber auch noch so, da hat sich jemand noch einen Kamin einbauen lassen. Das heißt, das ist wahrscheinlich so die Rückwand vom Wohnzimmer noch? Ja, das ist. Und das ist auch möglich? Ja, das ist auch möglich. Das ist eine Trennwand zum Schlafzimmer und Wohnzimmer. Ja, das ist natürlich, wenn der Schnee hier liegt und man sitzt drin und kann noch den Kamin anschmeißen, das ist natürlich schön, ne? Das ist wirklich wohlig. Ja. Das hatten wir ja dieses Jahr zum Glück, da hatten wir hier einmal Schnee, über 40 Zentimeter. Wunderbare Landschaft. Ich wollte gerade sagen, hast du im Winter hier schon Schnee gehabt? Ich habe es nur auf den Fotos gesehen. Du warst selber nicht da? Nein, ich war selbst nicht da. Deine Mitarbeiter haben es genossen? Die haben es genossen, ja. Aber das sah traumhaft aus. Ja. Das Tolle ist ja, wenn ich hier mit Kindern bin, dann habe ich den Rodelhügel habe ich hier eigentlich schon inklusive auf dem Hasenberg. Ne? Ja. Fehlt noch der Lift. Ja, ist ein Lift auch noch geplant? Nein, tatsächlich nein. Okay. Ja, da muss man hier ein bisschen weiterfahren ins Sauerland. Ich sag mal, wenn man noch so eine Stunde fährt, 1,5, dann ist man in Winterberg, glaube ich. Und da geht es dann natürlich im Winter, wenn Schnee liegt, richtig rund. Ja, da ist das relativ nah dran hier, das stimmt. Bis nach Olpe, glaube ich, sind etwas über 30 Minuten von hier aus. Hat das eine Rolle gespielt hier bei der Entwicklung des Geländes, dass man sagt, so, wir brauchen Platz, wo die Leute erstmal schnell sind und wo sie auch Freizeitwert haben? Irgendwie? Woran habt ihr da gedacht? Ja, wir haben einfach gemerkt, wie wir hingefahren sind, dass das Gelände halt einmalig ist. Man fährt hier auf den Hügel und ist direkt innerhalb von einer halben Stunde in Köln und andersrum genauso ist man hier im Bergischen. Das ist ja wunderschön hier. Das hat uns eigentlich überzeugt, die Lage und das Gefühl, dass es hier wirklich so schön ist. Also hier würde man jetzt reingehen, ganz normale Haustür. Ja. Da kommt das Wasser runter. Wer ist denn eure Kundschaft, sage ich mal? Wen spricht das am meisten an? Sind das so die Großstädter aus dem Bereich Köln, Bonn, Düsseldorf, die sagen so, ich will ein bisschen was im Grünen haben? Tatsächlich sind es einige aus Köln, aus dem Umfeld, die eine Eigentumswohnung oder eine Wohnung überhaupt in Köln haben, 3. Etage, wenig Garten dabei. Die finden sich hier wieder genauso wie junge Familien aus Köln, die einfach raus wollen am Wochenende, bis zum Pensionär, der einfach hier seinen Garten ganz besonders gerne pflegt und hegt. Und, also von jung bis alt ist alles dabei. Fernsehen läuft hier über Satellit, habe ich gesehen. Ja. Und Internet, habt ihr hier eine Leitung liegen oder geht das dann über Funk? Das geht über ganz normale mobile Daten. Ja.
Das heißt, da würde man sich einen Router mit mobilen Daten besorgen, am besten unbegrenzt, oder man muss halt ein bisschen sparsam sein? Ja, es gibt ja da verschiedene Anbieter, zum Beispiel auch jemanden aus den USA, der das eigentlich sehr gut abdeckt hier. Glasfaser liegt hier nicht, das ist einfach zu weit weg vom Ganzen und deshalb. Wobei, es gibt ja so ein weißes Fleckenprogramm irgendwie so, ne? Hier auch auf dem Land wird in NRW ja immer mehr Glasfaser verlegt. Ob die das auch auf so einen Ferienplatz wie so draufziehen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Bauer vorne an der Straße, der bekommt es tatsächlich, aber bis hierhin kommen die tatsächlich nicht. Ja, da müssen die Bewohner dann selber hier auch noch aufreißen, damit es irgendwie günstiger wird. Aber der Glasfaserausbau geht schon voran, vielleicht eines Tages trotzdem. Der eine oder andere ist auch froh, wenn er vielleicht mal nicht erreichbar ist hier immer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man dann nicht so viel online ist, wenn man hier ist. Und das macht die Lage ja auch irgendwie aus. Andererseits auf dem Berg hier hat man ein bisschen besseren Empfang wahrscheinlich, als wenn man im Tal ist. Das ist dann wieder der Vorteil. Also wenn man erreichbar sein muss, wenn man vielleicht auch hier Homeoffice machen will, weil das ist ja auch was Schönes. Die Netzabdeckung ist auf jeden Fall ausreichend. Ja. Das Mobilfunknetz ist hier mit 5G super ausgestattet, also das passt. Weil das ist ja eigentlich was Schönes, wenn du so in Köln bist, irgendwie, du bist oben in deiner Dachgeschosswohnung, irgendwie, es ist mega heiß, da willst du eigentlich nicht im Homeoffice arbeiten oder du müsstest irgendwie eine Klimaanlage anschmeißen, dann ist natürlich schön, hier hinzukommen und zu wissen, so, ich bin auch irgendwie erreichbar und ich kann ein bisschen arbeiten. Ja, das ist hier möglich. Ja, so, gucken wir mal, was haben wir hier? Hier ist einfach die Elektrik drin, irgendwie die Anschlüsse fürs Haus, was haben wir hier? Jeder hat hier seinen eigenen Zähler tatsächlich. Das ist jeder separater Stromanschluss. Der Zähler ist hier, genau. Der ist hier integriert, einfach, genau, der ist hier außen integriert, weil es halt ein Wochenendhausgebiet ist. Da ist das für den Versorger nicht ganz so einfach, das im Haus zu machen. Deshalb wollte er es draußen haben. Ist für uns auch super einfach und für den Kunden auch. Der kann jederzeit seinen Zähler kontrollieren und genauso gut kann das der Energieversorger. Heißt, weil der Versorger ab und zu mal rein muss, in die Zähler ablesen oder was? Und dann ist keiner da? Zum Beispiel. Oder wenn es irgendein Problem gibt, um irgendwas abzuschalten oder, kann er halt da dran. Das heißt, okay, klar, wenn ich irgendwo in Köln-Düsseldorf bin, dann will ich jetzt nicht unbedingt hier hinfahren, weil der Versorger irgendwie an den Zähler ran muss. Ganz genau. Dann hat er einen Schlüssel und dann kann der selber reingehen. Das ist ein Zweischlosssystem, da hat jeder einen Schlüssel, der Versorger und der Kunde auch. Okay. Ja, ganz praktisch. Aber das sind so Sachen, über die muss man ja irgendwie nachdenken, wenn man sich so ein Haus anschafft. Ne? Was ist das auch an Arbeit für mich, wenn ich nicht da bin? Ja, eigentlich ja gar nicht. Also man kann auch hier über einen örtlichen Gärtner die Gartenpflege mitbuchen und genauso wie die Fensterreinigung. Also man muss nicht hier sein. Natürlich, die meisten wollen es dann tatsächlich und ihren Garten dann auch selber pflegen. Aber wer es nicht möchte oder länger verreist, hat auch die Möglichkeit, das dann dazu zu buchen quasi, dass das Grundstück gepflegt wird während der Abwesenheit. Ja, okay. Und ihr habt ja auch Gemeinschaftsanlagen, also wie bei einer Eigentümergemeinschaft gibt es Gemeinschaftseigentum. Das verwaltet eure Firma dann jetzt sozusagen noch so als Immobilienverwalter? Genau, unsere Immobilienabteilung ist im Moment die Hausverwaltung. Das wird aber in Zukunft eine aus der Nähe sein, einfach um nah dran zu sein an dem Objekt und an den Kunden, wenn irgendwas ist, dass die Veränderung einfach nicht so groß ist. Ja, kennt ja jeder, der in einer Eigentumswohnung irgendwie wohnt oder selbst zur Miete. Irgendwas ist immer und wenn man eine Wohnungsverwaltung hat, die muss dann immer irgendwie was regeln. Genau. Ist aber auch natürlich der Vorteil im Vergleich zu, wenn ich jetzt ein eigenes Haus irgendwo, sag ich mal, in der Pampa kaufe, wo ich dann als alleiniger Besitzer für alles verantwortlich bin. Ne? Genau, hier hat auch jeder mal so ein bisschen den Blick drauf. Wenn es nicht ganz so weit weg ist, hier guckt jeder mal nach dem Rechten. Beim Nebenan sagt, Mensch, da ist irgendwie doch Licht an, was weiß ich. Die sind auch gut vernetzt mittlerweile, die Bewohner hier. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Wenn ich die große Einsamkeit suche, das habe ich hier natürlich nicht, weil hier habe ich eben Nachbarn. Andererseits, wenn ich ein geselliger Mensch bin, dann finde ich das vielleicht auch mal ganz schön. Wenn ich die Einsamkeit suche, brauche ich nur 50 Meter weiterlaufen. Dann ist hier der Bergische Wanderweg, Rundwege, Mountainbike-Strecken. Also hier gibt es schon eine Menge, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Ja, das ist ja auch das, was viele suchen, so die Freizeitmöglichkeiten. Einfach mal irgendwie, du hast deinen Hund, ne, du kannst den auch irgendwie rauslassen. Ich sag mal so, Klar. Da unten, ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht, aber... Ja, was Harry gerade schon sagte, da noch mal 50 Meter runter. Bist du auf einem wunderbar ausgebauten Wandernetz. Du kannst in sämtliche Richtungen weglaufen. Ich bin hier schon sehr, sehr viel gewandert. Bin noch nicht einmal ein und die gleiche Strecke 2- oder 3-mal gelaufen. Es gibt hier eine so große Vielzahl an Wandermöglichkeiten, auch mit netten Einkehrmöglichkeiten. Also für Wanderer hier echt optimal. Ja. Wir hatten vorhin über den Preis von den großen Häusern gesprochen.
Da lagen wir so bei 300.000 Euro, wenn wir jetzt hier bei so einem Bungalow sind. Wo liegen wir da? Bei dem liegen wir jetzt bei 290.000 Euro. Okay. Preis der gleiche, ist ein bisschen kleiner. Eigentlich sind die von der Größe alle gleich. Die unterscheiden sich einfach in der Konstruktion. Das Haus Cube hat sehr große Fensterflächen, was den Preis was ausmacht. Das Haus Alp hat eine Treppe, eine zweite Etage, was wieder den Preis ausmacht. Aber irgendwo sind die von der Herstellung, vom Aufwand alle im ähnlichen Preissegment. Ja. Okay. Ja, die haben auch alle, sag ich mal, so ein Fundament, ne, wo sie drauf gebaut sind. Wir haben vorhin irgendwie gesprochen, da habt ihr gesagt, ihr wollt auch noch ein paar Häuser bauen, die so ein bisschen günstiger sind. Die stehen dann quasi so ein bisschen auf, ja, wie auf Stelzen, sage ich mal. Aufgestellt nennt man das. Das heißt, für euch ist das weniger Arbeit, weil ihr müsst jetzt nicht den Untergrund aufbauen, sondern ihr könnt, sagen wir, die Stelzen jetzt an so einer Hanglage so positionieren, dass das Haus nachher gerade draufsteht. Der Untergrund bleibt krumm und schief. Ganz genau. Heißt aber auch, ihr spart eine Menge Geld. Ja, wir greifen auch nicht so in die Natur ein. Sonst müssen wir eine Menge Erdarbeiten machen, Fundamente ausheben und so weiter. Das fällt dabei weg. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man auf dem Stelzenhaus da auf der Terrasse sitzt, guckt man so ein bisschen überhöht in die Landschaft. Ist auch wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es das Ganze günstiger macht, ist es natürlich für den Kunden auch schön. Was ist das günstigste Haus, was ihr im Angebot habt? Das fängt bei uns bei 130.000 Euro an, inklusive Grundstück. Und je nach Haustyp, das ist dann der kleinste Haustyp, es gibt dann 18, 35 oder 50 Quadratmeter. Und das je nach Ausstattung dann auch geht es hoch bis knapp 300.000. Ist bei den Kleinen dann auch schon Wärmepumpe dabei und Photovoltaik? Da ist auch eine Photovoltaikanlage drauf, das ist richtig. Eine Wärmepumpe ist da anders, das ist ein Klimasplitgerät, das heizen und kühlen kann. Ist halt ein bisschen anders aufgebaut, ist keine Fußbodenheizung wie in diesen Häusern hier, sondern eine Luft-Wärmeanlage. Ja, ein bisschen wie eine Klimaanlage so. Ja, genau. Ja. Kühlt aber nicht so eine Heizung. Kann auch kühlen. Ah, das heißt, da habe ich gleichzeitig auch eine Klimaanlage quasi mit drin, die es mir im Sommer ein bisschen kühler macht. Ganz genau. Okay, das ist natürlich, wenn ich, sage ich mal, weiß, ich halte mich da hauptsächlich so für die Wochenenden auf, dann brauche ich vielleicht nicht eine teure Luftwärmepumpe, sondern komme auch einigermaßen gut mit so einem Gerät zurecht und habe dann eben auch noch ein bisschen Kühlung. Nennt sich am Ende ja auch Wärmepumpe, ist das gleiche System wie eine Wärmepumpe, nur dass das eine, das Trägermedium das Wasser ist und in dem Fall die Luft, die dann warm oder kalt in den Raum strömt. Aber ist in so einem 18 Quadratmeter Häuschen ja auch nicht so schlecht, wenn man ein bisschen kühlen kann, weil da heizt sich der Raum natürlich dann schon, wenn es warm ist. Ne? Er kühlt sich aber dementsprechend noch schnell wieder ab, genau, wenn man die Tür aufmacht. Ganz genau. Okay, ja. Wenn man hier die kühle Brise hat, hier vom Haus. So. Worauf habt ihr bei der Anlage ja so geachtet, so wie man die Häuser stellt, alles so ein bisschen so versetzt, dass jeder auch so ein bisschen noch Blick so ins Grüne hat, ne? Das sehe ich so. Ja, das war das Ziel, dass jeder so weit wie möglich gucken kann, ohne dass er eingeschränkt wird durch Häuserwände. Ja, und dass letzten Endes nicht der Charakter einer Reihenaussiedlung entsteht, wo man sagt, ne, alles perlenschnurgerade aneinandergereiht, sondern hier wollte man wirklich den Alpcharakter erzeugen. Und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen durch die Aufteilung und Anordnung der Häuser. Ja, ich glaube auch nicht, dass man sich so hier, sag ich mal so, ja, auf dem Schoß sitzt. Ne? Die jetzt haben zum Beispiel da so ihre Sitzecke. Da ist man, dadurch, dass man so ein bisschen tiefer sitzt, auch so ein bisschen geschützt. Da ist der Eingang des anderen Hauses, da halten sich die Nachbarn jetzt auch nicht so wahnsinnig auf. So. Das heißt, ja, da guckt man sich jetzt nicht gegenseitig so ins Fenster rein. Genau. Und letzten Endes ist und bleibt es eine Wochenendhaussiedlung. Nicht jeder ist an jedem Wochenende da. Heißt, an den meisten Wochenenden ist es doch so, dass von, 4 Nachbarn nur 2 da sind. Somit sitzt man sich definitiv nicht gegenseitig, wechselseitig auf der Pelle. Und man kann auch Kontakte und Nachbarschaften pflegen. Ich finde das hier sehr, sehr charmant. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Nachbarn bei mir zwangsläufig mit auf Terrasse sitzen. Man kann Nähe suchen, man hat aber auch ausreichend Distanz zu den Nachbarn. Ihr habt doch noch ein bisschen was vor. Es soll, glaube ich, noch eine Sauna für alle geben, also so Gemeinschafts-Wellness irgendwie, das ist der Plan? Ja, es wird kein Gemeinschafts-Wellness, es ist hier auf dem Gelände. Das wird ein kleiner Wellnessbereich in Verbindung mit einer Gastronomie. Das wird im Stil eines Naturstammhauses gebaut, die Gastronomie. Und der Wellnessbereich wird nachher 2, 3 Saunen haben, Ruhebereich, ein Zimmer für Anwendung, für Massagen oder ähnliches. Und das ist hier einfach mit auf dem Gelände nutzbar für alle.
Ja, das kann ich dann, aber also das ist dann nur nutzbar auch für die hier wirklich wohnen. Ne? Das ist für die Bewohner, das ist nicht öffentlich, oder? Nein, das ist dann sowohl für die Bewohner wie auch für externe Besucher. Ja, ja. Okay. Das kann man sich dann einbuchen und sagen, Mensch, ich würde heute gerne mal einen Saunatag machen. Wie das Buchungssystem läuft, haben wir jetzt noch nicht. Ja, okay. Aber am Ende wird es irgendwie so funktionieren. Okay, wenn man es nur für die Bewohner hat, irgendwie, dann rechnet es sich wahrscheinlich nicht, weil viele ja am Wochenende dann auch oder unter der Woche nicht da sind und so. Dann kann man wahrscheinlich so einen großen Wellness-Tempel nicht finanzieren dafür. Ne? Ja, das war der Ursprungsgedanke, dass wir den Wellnessbereich mit in die Gemeinschaft nehmen. Aber die Kosten sind einfach exorbitant hoch, dass wir gesagt haben, das macht keinen Sinn nur für die Bewohner und dann wollen ein Teil das vielleicht gar nicht und nutzen es nicht. Du musst es aber dann zahlen, ne? Man muss es aber dann zahlen und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir es lieber komplett raus, geben das an einen externen, der dann damit auch den Bewohnern, glaube ich, ein gutes Klima und einen guten Wellnessbereich bieten kann. Ja. Ist das schon komplett sicher, dass ihr das realisieren könnt oder geht das ab einer bestimmten Anzahl von verkauften Wohnungen? Das oder ist schon komplett sicher. Das ist sicher, das kommt. Ja, die Gastronomie, die werden wir jetzt, das alte Gebäude in diesem Jahr noch abreißen. Ja, ist das da hinten? Sollen wir mal kurz hingehen? Da hinten. Das heißt, das war wahrscheinlich das Haus vom alten Campingplatz? Genau, das war die alte Gastronomie. Ja. Da gab es halt Duschen im Keller und Sanitärräume. Das ist aber seit 2016 alles nicht mehr in Betrieb. Okay. Das heißt, Und das entkernt ihr wahrscheinlich oder macht ihr ein komplett neues Haus? Komplett abgerissen. Ah, okay, das wird abgerissen? Ja, weil diese Größe passt auch nicht hierzu. Vorher mag das gepasst haben, aber das ist jetzt einfach überdimensioniert. Und da haben wir gesagt, wir bauen lieber eine kleinere Gastronomie. Wie gesagt, die wird aus Naturstämmen gebaut, die im nächsten Winter geerntet werden. Und nächstes Jahr im Frühjahr steht das Gebäude. Ah, alles klar. Ja, und dann sucht ihr einen neuen Betreiber, der hier ein schönes Restaurant oder was, ein Café aufmacht. Ja, wir haben dann ungefähr 100 Sitzplätze, haben einen Bereich für die Außengastronomie. In Verbindung mit dem Wellnessbereich könnten wir uns da schon super vorstellen, ein Arbeitsehepaar oder Ehepaar, dass die das zusammen organisieren. Ja, okay. Wie weit muss ich jetzt fahren, so bis zur nächsten Lokalität? Wo sind wir hier? Wir sind jetzt nicht so ganz im Dorf irgendwie. Wo ist das nächste? Ja, das nächste ist ungefähr 4 Kilometer entfernt und der Rest ist dann im Ort tatsächlich. Ah, ja. Gibt auch einen Golfclub an so einem kleinen Schlösschen, habe ich gesehen, bin ich vorbeigefahren. Ja, Schloss Aul, das ist auch sehr schön. Also man kann schon sehr viele verschiedene Freizeitaktivitäten. Ja, genau. Also finden. Golfplatz ist so 10 Minuten mit dem Auto irgendwie entfernt. Hier sehen wir nochmal so einen Übersichtsplan. Zeigt uns mal gerade so ein bisschen. Also das, was rot markiert ist hier wahrscheinlich. Genau. Das hier, das ist wahrscheinlich das, was jetzt schon steht. Was steht und verkauft ist, hier waren wir gerade drin in diesem Haus. Ja. Und das sind die Häuser, die 4 haben wir weitergebaut. Und dieser Bereich wird als nächstes dann komplett erschlossen. Aber das heißt, da entsteht auf dem Gelände noch richtig was. Also da ist jetzt ein Sechstel gebaut, so roundabout, sag ich mal, oder Fünftel, ja. Ja. Okay. Da habt ihr noch einiges vor. Ja. Hier sind die Haustypen nochmal. Ja, die haben wir uns ja im Prinzip alles angeguckt. In dem waren wir auch. Das ist ein anderes Video. Könnt ihr auf dem Kanal nochmal finden. Ich filme gerade hier hin. So, die sind auch im Rohbau. Haben wir uns in einem anderen Video angeschaut. Ja. Harald, ich bedanke mich bei dir. Ja, gerne. Bei dir auch. Danke auch. Genau. Gute Zeit und danke Viel fürs Erfolg noch Interesse. mit dem Projekt Harald Daunheimer Kreativ Freizeit und Wohnen. Freizeit und Wohnen, genau. Wer sich für den Hasenberg interessiert, der muss bei euch einfach mal anfragen irgendwie. Gerne. Und jetzt verabschieden wir uns mit einem schönen Blick hier nochmal einfach über den noch unverbauten Hasenberg hier. Ja.